Hallo, heute schauen wir uns einen anderen Rasenmäherroboter an, diesmal von Memotion, wie man hier auch erkennen kann. Das ist der Luba. Der Luba, wenn man hier mal durchgeht, hat einen Schnellstart, auch ohne Begrenzungsdraht, wie wir ja auch schon den letzten hatten. Wir haben verschiedene Zonen, das hat beim letzten Jahr leider nicht funktioniert. Bin sehr gespannt, ob es jetzt funktioniert, weil wir haben so ein Gelände. Wir haben eine Hinderniserkennung und natürlich auch hier Vermeidung. Eine App, über die alles gesteuert werden kann. Und er hat einen Offroad-Modus. Gut, jetzt unser Gelände ist ein bisschen geländig. Schauen wir mal, ob wir das brauchen. Ich mache ihn jetzt einfach mal auf und dann schauen wir. Man muss dazu sagen, dieser Karton war auf jeden Fall schon mal schwerer, also jetzt rein vom Tragen her, wie beim letzten. So. Sauber verpackt. Dann schauen wir doch mal, was im Karton alles drin ist. Eine Bedienungsanleitung, einen Kit beschriftet mit C, eine Antenne, so wie es ausschaut, orangene Stecker, sehr schön verpackt übrigens. Ich liebe ja sowas. Stangen, die packen wir nachher aus. Einen Kit A. Ein Kit B. Oh, keine Ahnung. Aha. Ja, werden wir noch rausfinden. Okay. Sehr schön. Der ist sehr schön verpackt. Aus dem Karton haben wir jetzt mal alles heraus. Hier ist die Bodenplatte, hier der Rasenmäherroboter. Mich hat der spontan an Karlchen erinnert von RTL Plus. Und ich glaube, der wird auch Karlchen heißen, wenn er bei uns bleibt. Das hier, Stoßstange, wird dann nachher da unten hin montiert. Das ist ein Schlüssel, kommt dann später hier hinten rein. Wir haben hier die Stange, die kann ich schon mal zusammenschrauben. Also bisher noch alles sehr einfach. Dann wird hier später noch die Antenne montiert, die hier liegt, die da liegt. Das schauen wir uns dann aber an. Ich nehme jetzt mal die Bodenplatte gerade weg vom Tisch, dass wir uns anschauen können, was in den Kits drin ist. Fangen wir mit Kit A an. Schauen, was hier drin ist. Ein Stromkabel finde ich hier. Ah ja. Viele Schrauben, die nehme ich jetzt nicht raus. Ja, auch Schrauben. Kit B. Noch mehr Kabel. Kabel, viele Kabel. Bin ich gespannt, ob wir alle Kabel loswerden. Noch ein Kabel. Und Schrauben. Und der letzte Kit, Kit C. Ich hoffe nicht nochmal Kabel, weil das sind schon ganz schön viele da. Aha. Ja. Das war jetzt alles. Die Bedienungsanleitung gibt es einmal hier und ich glaube in der App steht auch einiges drin. Hier haben wir noch das Handbuch. Da steht nur, dass man die Gebrauchsanleitung über diesen Barcode runterladen kann. Das ist keine Bedienungsanleitung. Gut, wir werden ihn jetzt ja wie beim letzten Mal auch einfach erstmal provisorisch hinstellen.
Und wir haben jetzt hier noch dieses Kabel, was ich brauche, weil hier in der Anleitung steht ja, legen Sie das 2 Meter Verlängerungskabel von Punkt A zu Punkt B. Das probiere ich jetzt einfach mal. Da haben wir hier die Ladestation. Und hier ist eine Klappe. Also ich führe das jetzt hier schon mal durch. So. Da, 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 da. Fest. Das haben wir schon mal. Damit haben wir Step 1 fertig. Step 2, da geht es jetzt um die Stromversorgung. Das ist dieses hier. Das wickle ich jetzt nicht ganz auf, weil er wird ja nur provisorisch jetzt hingelegt. Gucken. Also das kann man nicht falsch rum reinstecken. Geht nicht. Okay. Jetzt kommt diese Stange. Diese Stange, die haben wir ja schon mal zusammengeschraubt. Die wird jetzt noch mit dem Bodenspieß verbunden. Gleich habe ich es. Okay, erledigt. Ich stelle den jetzt mal an den provisorischen Platz, wo wir den letzten ja auch schon hatten. Wir hatten ihn das letzte Mal ja einfach nur hier hingestellt. Ich glaube, das steht jetzt auch erstmal gut. Dann befestigen wir die Metallplatte. Die hat hier auch diese Aussparung für das Kabel. Wunderbar. Und das ist dieser Spieß. So. Wunderbar. Haben wir. Dann haben wir dieses hier. Gut. Ja. Was bei dem wichtig ist, ist, dass er nach oben freie Sicht hat. Dann können wir diese Antenne noch anschrauben. Und das Kabel einstecken. Wunderbar. Bisher war wirklich nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt, kann man falsch machen. Hier dann noch die Stromverbindung. Die kann man nicht falsch rum. So. Sieht ja alles nur sehr provisorisch hier. Gut. Als nächstes kommt die Stoßstange. Die kann man hier reinstecken, zumindest laut Anleitung. Schauen wir mal. Ich würde sagen, die passt so. Jetzt haben wir noch den Schlüssel, der kommt jetzt als nächstes rein. Der kommt hier rein. Was ist das eigentlich? Mir egal. Der kommt hier rein. Okay. Ist drin. In der Zwischenzeit habe ich mir die App runtergeladen, was es heißt. Und jetzt steht hier, Gerät hinzufügen. Halten Sie Ihr Telefon so nah wie möglich an den Luber. Richtlinien. Willkommen. Vorderer Stoßfänger, setzen Sie den vorderen Stoßfänger an. Haben wir gemacht. Schlüssel. Erledigt. Ladestation. Schrauben anbringen, ja, das machen wir dann, wenn wir wissen, wo er halt hingehört. RTK-Referenzstation haben wir installiert. Luber. Methode 1. Bitte bewegen Sie den Luber manuell zur Ladestation und der Luber startet automatisch, wenn dieser eingeschaltet ist. Methode 2. Platzieren Sie den Luber ca. 1,5 Meter vor der Ladestation. Stellen Sie sicher, dass das hintere Ende des Luber auf die Ladestation ausgerichtet ist. Halten Sie dann die Einschalttaste gedrückt, um den Luber zu starten. Drücken Sie kurz die Ladetaste an der Rückseite und kurz die Starttaste. Der Luber kehrt automatisch zur Ladestation zurück. Drücken Sie kurz die Ladetaste und kurz die Starttaste.
Nö, macht er aber nicht. Und er bewegt sich. Weiter. Ja, als nächstes kommt Bluetooth. Ich habe meine Bluetooth-Verbindung am Telefon eingeschalten. Und jetzt steht, stellen Sie sicher. Und das mache ich jetzt auch. Automatische Suche. Bitte warten. So. Jetzt noch das WLAN-Passwort eingeben. Gerät erfolgreich hinzugefügt. Willkommen. Jetzt habe ich hier mal ganz kurz einen Error gehabt. Die Luba Firmware-Version stimmt nicht mit der App-Version überein. Bitte stellen Sie sicher, dass die Versionen auf dem neuesten Stand sind. Wie bei jedem Gerät erstmal ein Update. Nachdem der Luba, als die Referenzstation da vorne an der Hecke gestanden ist, immer wieder die Verbindung verloren hat, obwohl wir so im Schnitt an die 35 Satelliten gehabt haben, haben wir ihn jetzt mal hier hingestellt, wo wirklich auch keine Hecke mehr da ist. Hat leider trotzdem nichts gebracht, der ist einfach mitten in der Wiese stehen geblieben. Ja, also das hat alles irgendwie jetzt nicht funktioniert. So, jetzt haben wir es mal ganz nach oben, da wo wir es, wenn dann, überhaupt hinmachen könnten. Einfach mal provisorisch, um zu schauen, ob das jetzt überhaupt funktioniert. Wir machen jetzt nochmal ein Reset, damit er auch alle Einstellungen von gestern wirklich vergisst. Dazu drückt man den Rasen, das Home und die Starttaste, dann gleichzeitig den An-Aus-Knopf 5 Sekunden lang. Wichtig dabei ist aber, dass das Gerät aus ist. Also Rasen. So, und jetzt gleichzeitig 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt ein lautes Piepen, so wie jetzt, und dann macht er ein Reset.
jetzt bleibt er auch schon wieder stehen, weil er keinen Empfang mehr hat. Auch auf dem Video sieht man eigentlich die Antenne. Tja, jetzt geht er nicht weiter. Jo, ich glaube, jetzt hat er wieder keinen Empfang. Also soweit haben wir die Karte bestimmt nicht gemacht. Also das wird so nicht funktionieren und das war auch nicht die Karte. Nein. Nein, hier wollen wir gar nicht, dass du hinfährst. Also selbst wenn das mit dem Empfang jetzt funktionieren würde, geht es gar nicht, dass er an Sachen fährt, wo wir ihm nicht gesagt haben. Du hast angefangen zu. Okay, jetzt ist gut. Ich mag nicht mehr. Ehrlich. Wir haben jetzt ja den Luba 3000 probiert. Ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht. Ja, das ist jetzt das zweite Gerät, was wir probiert haben, ohne Draht. Der Goat haben wir ja schon zurückgeschickt, der war aber besser. Was vor allem das Problem ist, er verliert immer wieder seine Verbindung zu den Satelliten, obwohl er 30 Stück anzeigt, dass er hat. Das geht in meinen Augen gar nicht. An der Stelle, wo wir uns gedacht haben, vielleicht geht es nicht, also unter der großen Buche, da hat er ohne Problem gemäht, das kleine Stück. Aber hier, wo er doch relativ frei hat, hat er nicht gemäht. Die Fläche, die wir ihm gesagt haben, dass er mähen soll, das war, glaube ich, nur ein grober Vorschlag für ihn. Mehr war das nicht, weil er ist deutlich woanders gefahren. Er ist auch über die Kanten drüber gefahren. Gut, würde ich sagen, so einen halben Meter bis Meter ist er außerhalb vom Bereich gewesen. Er ist auch mal eigenständig außerhalb von dem Bereich rausgefahren und hat dann rumgemosert, dass er außerhalb vom Bereich ist. Das geht in meinen Augen gar nicht. Er blieb auch einfach mittendrin stehen und hat nicht weitergemacht. Jetzt gerade eben ist er noch mitten unter die Hecke reingefahren und hat da sehr wüst um sich geschlagen, obwohl das ganz sicher nicht in seinem Bereich war, den er fahren sollte. Und für uns ist sehr, sehr klar, dass wir ihn zurückschicken. Und das ist das Geld definitiv nicht wert. Also es funktioniert vielleicht, wenn man keinen Baum irgendwo stehen hat, gar nichts. Und selbst dann, wo keine Bäume sind, selbst dann hat er ja den Bereich einfach irgendwie gemacht. Ja, also anders wie das, was wir angegeben haben. Vielleicht klappt es bei manchen. Wir können jetzt nur sagen, bei uns hat es nicht geklappt. Der Empfang von der Richtstation, der war jetzt sehr gut. Da hat es auch geheißen, dass die sehr gut und ausreichend ist. An dem kann es also nicht liegen. Und wie gesagt, er selber hat auch im Schnitt immer so an die 30 Satelliten angezeigt. Das hat ihm aber wohl nicht gereicht. Ja, für uns geht er zurück. Wir packen ihn jetzt wieder ein und das war's dann.